Hey, hey, stopp. Ganz ruhig. Dreh dich um oder dein erbärmliches Leben endet in einer dreckigen Gasse. Okay, okay. Bitte tun Sie mir nichts. Was wollen Sie denn von mir? Du und deine Familie ziehen morgen Mittag aus dieser Stadt. Wenn ich dich dann noch sehe, wird nicht nur dir etwas passieren, sondern auch deinen geliebten Eltern. Und wie soll das so schnell gehen? Meine Eltern wollen nicht umziehen. Sie lieben diese Stadt. Dir wird etwas einfallen oder ich kümmere mich persönlich darum. Okay, ich werde es versuchen. Wo war ich? Ach ja, ich bin in Panik verfallen und wollte abhauen, bevor die Bullen da sind, aber... Und jetzt sind Sie der Böse. Ole, was machst du da? Meine Eltern und ich ziehen aus dieser Stadt aus. Wir wollen hier nicht mehr wohnen. Wieso denn? Das sind die perfekten Nachbarn und du liebst es hier. Wir haben eine Stadt gefunden, in der mein Vater eine bessere Arbeit hat und mehr Geld verdient. Und wieso bleibt ihr nicht hier und dein Vater fährt einfach jedes Mal zur Arbeit in die Stadt? Die Fahrt würde hin und zurück jedes Mal 8 Stunden dauern. Das ginge auf keinen Fall. Wir fahren jetzt aber auch gleich und ich muss noch meinen Koffer als Auto tragen. Aber es hat mich hier mit dir und deinem Bruder echt Spaß gemacht. Ich hoffe, wir bleiben trotzdem noch Freunde und können ab und zu auch noch mal was zocken. Hi, guckst du schon wieder diesen Film? Was genau meinen Sie damit? Wie bitte diesen Film? Du weißt genau, dass das mein Lieblingsfilm ist. Aber wie kann man sich denn einen Film so oft angucken? Ach, du würdest es verstehen, wenn du The Hobo auch mal gesehen hättest. An deiner Stelle würde ich nicht so viel vor der Glotze sitzen und mich mal darum kümmern, was draußen so passiert. Ole zieht aus und du sitzt hier einfach rum und ziehst dir zum 100. Mal denselben Film rein. Wieso? Was ist denn mit Ole? Er zieht mit seinen Eltern von hier weg. Wir werden ihn so schnell nicht mehr wiedersehen. Na gut, dann werde ich mich nur schnell von ihm verabschieden, bevor er geht. Zu spät, er ist gerade dabei loszufahren. Tja, das war's dann wohl erstmal mit unserem Nachbarn. Und da kommt doch schon der neue. Na gut, dann gehe ich mich mal ihm vorstellen. Kommst du nicht mit? Nee, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Vielleicht ein anderes Mal.
Hallo, Sie sind unser neuer Nachbar. Ich wohne mit meinem Bruder John gleich gegenüber von Ihnen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Kommen Sie doch für einen kurzen Augenblick rein. Danke sehr. Es freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir kommen gut miteinander aus. Aber ich muss schon sagen, ich vermisse Ole. So hieß der Vorbesitzer hier. Ach, ihr kommt gut zusammen aus? Sehr gut sogar. Wir waren echte Freunde. Ich kenne Ihren Namen noch gar nicht. Wie heißen Sie eigentlich und wo kommen Sie her? Du willst ihn wissen? Folge mir. Und was ist hier? Einen Moment. Hey, was soll das? Lassen Sie mich hier raus. So ein Mist. Was soll denn das? Hi, mein Bruder hat mir eine geschickt. Ist er gerade bei Ihnen? Er ist gerade im Badezimmer, sollte gleich kommen. Sind Sie völlig verrückt geworden? Warum haben Sie mich eingesperrt? Ricky, was ist passiert? Unser neuer Nachbar hat mich in seinen Keller gelockt und dann in eine Kammer eingesperrt. Sie wollte nur kurz ins Badezimmer gehen. Ich habe die ganze Zeit hier oben gewartet. Hat er gar nicht. Er hat mich eingesperrt. Ricky, komm sofort, wir müssen uns unterhalten. Ist das wirklich dein Ernst? Du glaubst deinen eigenen Bruder nicht? Komm jetzt. Ist das wirklich dein Ernst? Willst du mich blamieren? Die Frage ist das wirklich dein Ernst? Du kannst dem Mann nicht trauen. Erst hat er mich nett und höflich zu sich reingebeten, wir haben dann ein bisschen gequatscht und ich habe ihn nach seinem Namen gefragt. Dann sollte ich ihm folgen, wir sind in den Keller gelaufen, er hat mich in seinen Raum gelockt und dann eingesperrt. Ach wirklich, was hat er denn sonst noch alles gemacht? Dich in seinen Tresor gelassen? Du glaubst wirklich, dass ich lüge, oder? Natürlich glaube ich, dass du lügst. Der Nette ist gerade erst eingezogen, als ob ich dir jetzt glauben sollte. Ich verstehe. Dann ist dir also die Meinung deines eigenen Bruders weniger wert, als die von einem fremden Typen, den du gerade erst seit 5 Minuten kennst, nur weil er unser neuer Nachbar ist? Ich werde dir schon noch beweisen, dass ich recht hatte. Als ob der ihn einsperren würde. Nie im Leben wird ihm etwas tun. Oh nein.
Wer bist du und was hast du hier zu suchen? Komm schon, geh ran. Puh, Ricky, zum Glück bist du da. Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut. Wir müssen hier weg. Und zwar schnell. Der Typ da drüben hat Waffen im... Ganz langsam. Was hat er wo? Was hast du gemacht? Ich war eben bei ihm und habe mich umgeschaut. Ich wollte dir beweisen, dass ich recht habe. Der ist ein Psycho. Er hat Waffen bei sich verstaut und hätte mich fast noch erwischt. Moment mal, wie bist du in sein Haus gekommen? Ich bin durchs Fenster gegangen. Da ist jetzt ein bisschen was kaputt. Ricky, das ist Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Dafür kannst du ins Gefängnis kommen. Ist doch völlig egal. Der hat Waffen bei sich. Wir müssen hier weg oder wir gehen drauf. Wir können nicht weg von hier. Das Haus ist... du weißt schon. Wenn Mama und Papa noch leben würden, wäre das alles einfacher. Wir gehen zur Polizei und sagen, dass wir ihn gefunden haben. Ihn gefunden? Wovon redest du da bitte? Nach unserem kleinen Streit heute Mittag bin ich mal ein bisschen raus, um frische Luft zu schnappen. Ich habe ein Plakat gesehen, auf dem stand, dass eine Person gesucht wird. Die sah genauso aus wie der da drüben. Hast du nicht gesagt, ich könnte wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ins Gefängnis kommen? Was, wenn er mich dann verpfeift? Das ist viel zu riskant. Du hast ja recht. Und was sollen wir dann machen? Hör zu. Uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, als mal ein paar Tage wegzufahren und runterzukommen. Glaub mir. Ich weiß nicht so ganz. Bitte, tu es für mich. Du weißt doch genau, dass wir sonst nur noch Ole haben und der jetzt aber ganz weit weg ist. Okay, aber wirklich nur für ein paar Tage. Versprochen. Ricky, kommst du? Ich komme. Wieso brauchst du denn so lange? Siehst du den da oben auch oder bilde ich mir den nur ein? Komm einfach schnell ins Auto und lass uns fahren. Wie geil ist das denn hier? Ich glaube, ich will hier doch noch länger bleiben als nur für ein paar Tage. Lass uns erstmal reingehen und gucken, ob es von innen auch so toll ist. Jap, ist tatsächlich richtig schön hier drin. Ich gucke mich mal oben um. Bleibst du hier unten? Natürlich. John, kommst du mal? Darf ich vorstellen, die obere Etage unseres Ferienhauses. Zur linken Seite haben wir ein Schlafzimmer und eine Sauna.
Hier vorne ist die Terrasse und das Bad und rechts sind noch 2 Schlafzimmer. Wo willst du wohnen? Ich werde es mir in einem von den beiden Zimmern hier rechts gemütlich machen. Okay, gut, dann schlafe ich im Zimmer neben dir. Auch wenn wir weit gefahren sind, fühle ich mich immer noch ein bisschen unwohl. Vergiss nicht, wir wollen für ein paar Tage runterkommen. Entspann dich. Ja, ja. Ricky? Ja? Warum bist du so? Warum stehst du hier schon seit 2 Stunden rum und kommst nicht mal runter? Was ist los mit dir? Weißt du, ich kann mich nicht entspannen. Ich muss immer an diesen Typen denken. Erst sperrt er mich ein und dann wäre ich fast von ihm geschnappt worden. Was hat er wohl mit mir gemacht? Was, wenn er uns gefolgt ist und darauf wartet, bis wir schlafen und zuerst dich umbringt, mir dann eine Leiche zeigt und mich dann psychisch fertig macht, bevor er mich dann auch tötet? Immerhin gibt es solche Menschen. Alles gut, Ricky. Mach dir mal keinen Kopf. Wir sind 2 Stunden gefahren und niemand ist uns gefolgt. Das hätte ich bemerkt. Aber vielleicht hat er ein Ortungssignal ans Auto gebaut oder irgend sowas. Wenn der Typ kommt und auch nur versucht, dir ein Haar zu krümmen, werde ich ihn umbringen. Das verspreche ich dir. Wer sich mit meinem Bruder anlegt, der legt sich auch mit mir an. Aber er hat Waffen. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und das glaube ich dir auch. Und selbst wenn er bewaffnet ist, werde ich alles tun, um dich zu beschützen. Das verspreche ich dir hoch und heilig. Lass uns mal hinlegen und morgen nochmal drüber reden. Versuch nicht so viel darüber nachzudenken und schalt erstmal ab. Ja, vielleicht hast du recht.